So, das war's mit Tokio und ab geht's nach Kyoto jetzt mit der Shinkansen. Freue mich sehr drauf. Also diese Züge sollen ja wirklich sehr, sehr einzigartig sein. Und ja, ich glaube, die Zugfahrt geht schneller als der Flug, weil die halt so krass schnell sind. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich bin jetzt noch im Tokio Hauptbahnhof. Absolutes Chaos. Also organisiertes Chaos, aber dieser Hauptbahnhof ist so massiv, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich habe jetzt alles durch, wie gesagt, Ticket ist da, Bahn fährt in 40 Minuten, also habe ich ganz gut getimt. Ich habe noch so eine Bento-Box für die Fahrt jetzt noch gerade gekauft. Und ja, deswegen schauen wir mal, gehen wir dahin, freue mich drauf. So, ich bin erfolgreich in Kyoto angekommen. Die Shinkansen-Fahrt war richtig cool, es hat echt Spaß gemacht. Es ging sehr schnell, das war nur 2 Stunden. Und wenn man guckt, was für eine Strecke ja zwischen Tokio und Kyoto liegt, das ist schon wirklich eine Leistung, dass ein Zug das in so schneller Zeit schaffen kann. Ja, war auch sehr bequem und hat eigentlich alles soweit gut funktioniert. Jetzt bin ich eine Stunde zu früh zum Check-in bei meinem Hotel hier, aber das ist in Ordnung, denn hier in der Nähe gibt es wohl ein relativ bekannter Schloss und da killen wir jetzt die Stunde und gucken uns das mal ein bisschen an. So, das ist kein Schloss, das ist ein Palast und ich habe mir jetzt einfach, weil es 5 Minuten Gehweg vom Hotel war, einfach mega spontan jetzt ein Ticket dafür geholt. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet, aber das werden wir gleich ausfinden. So, Freunde, die Bilder, die ihr hier seht, zeigen den Außenbereich vom Palast. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Man konnte allerdings auch in den Palast rein, durfte aber hier leider nicht filmen. Genau, und deswegen erzähle ich euch jetzt im Nachhinein, was ich da drin gesehen habe alles. Vielleicht kurz zur Erklärung erstmal, der Nijo Castle ist eine Burganlage eben und wurde Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut und gilt als Residenz vom Shogun. Genau, vielleicht erstmal, was ist überhaupt ein Shogun? Das ist eigentlich derjenige, der die tatsächliche politische und militärische Macht in Japan hat. Es gibt zwar auch einen Kaiser in Japan, ich war ja beispielsweise in Tokio auch beim Kaiserpalast, aber der Shogun ist in der Tat tatsächlich etwas mächtiger. Im Palast konnte man ganz viele Räume da ansehen und eigentlich jeder Raum hatte einen sehr ähnlichen Layout, also im Sinne von quadratisch praktisch gut. Da war jetzt nichts irgendwie so besonders daran vom Layout, aber jeder hat halt eben so eine ganz einzigartige Bedeutung. Es gab Räume, wo jeder in der Residenz eigentlich reingehen konnte und dann gab es Räume, wo eigentlich nur die engsten Verbündeten von Shogun rein dürfen. Die größten Unterschiede waren eigentlich bei der Dekoration und bei den Wandbemalungen. Also jeder Raum war ganz anders bemalt. Bei jedem Raum gab es auch eine ganz andere Backstory dahinter, warum die so bemalt worden sind. Und in dem Palast selber war auch jeder Backstory auch zu lesen. Aber ja, das alles gemerkt habe ich mir jetzt leider auch nicht. Ist aber wirklich sehr, sehr interessant gewesen. Ist so ein Bereich der Weltgeschichte, mit dem ich noch nie Berührungspunkte hatte. Also so mit japanischer Geschichte. Und es war einfach cool, durch so eine Burganlage zu laufen, die einfach so komplett anders ist von den Burganlagen, die man halt in Europa kennt. Also das war wirklich mal was ganz anderes, aber sehr interessant. So, ich bin jetzt relativ lang durch Kyoto jetzt eben gelaufen, war jetzt auch zwischendurch was essen. Und was mir direkt auffällt, ist, dass Kyoto und Tokio sehr, sehr unterschiedlich sind. Kyoto erstmal deutlich weniger Menschen. Das heißt jetzt nicht, dass allgemein wenig los ist. Aber es ist einfach nicht so das gleiche Chaos, wie es halt in Tokio halt war. Und auch die Straßen sind einfach so ganz anders. Da ist deutlich weniger von diesen Beleuchtungen und von diesen Werbetafeln, das es halt überall in Tokio halt auch gab. Und ich glaube, da steckt, glaube ich, in Kyoto fast ein bisschen mehr japanische Kultur, weil umso mehr Tempeln und solche, kann ich sagen, historische Gebäude gibt es halt hier. Ich war ja heute schon bei ein paar und ich denke mal, morgen werde ich auch noch mal zu ein paar Tempeln gehen, weil hier gibt es wirklich viele. Ja, aber ist interessant halt, ne? Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, da gäbe es viele Parallelen, aber ist nicht der Fall. Deswegen, ich freue mich sehr. Morgen habe ich ja den einzigen vollen Tag in Kyoto. Heute war eigentlich nur der Nachmittag und der Abend. Ja, deswegen, ich freue mich auf morgen, was ich da alles sehen werde. Ich muss mir dann noch so einen kleinen Plan entwerfen. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns auch morgen.
Also, mein Vortrag in Kyoto startet im Arashiyama-Distrikt, ein Ort, der jetzt so am Rand von Kyoto liegt, und es relativ viel zu bieten hat. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Bambuswald. Das ist quasi dann das Erste, was man davon sieht. Das war auch sehr cool. Ist halt nur ein bisschen voll mit Menschen. Also ich war um 9:30 schon da. Weil ich habe schon gesehen, dass es wohl relativ voll werden kann, aber selbst 9:30 in der Früh war ein bisschen zu spät. Aber trotzdem ganz cool zu sehen. Das ging auch, der Weg war deutlich länger in diesem Bambuswald, als ich dachte. Und jetzt gibt es alles Mögliche, was hier noch zu sehen ist. Es gibt auch noch einen Tempel, der eine UNESCO-Weltkulturerbe ist. Vielleicht gehe ich noch dahin auch. Ansonsten, ja, gucke ich einfach hier so 1, 2 Stunden rum. Man sieht, es ist ein bisschen ruhigerer Ort, ist halt so ein größerer Park. Genau, deswegen wieder was anderes und mal ein bisschen aus der Stadt rauszukommen. So, probieren mal wieder ein bisschen Kulinarik mal. Ich habe erstmal hier so einen kleinen Eiskaffee, aber gut, der ist jetzt nicht so besonders, aber ich habe mal so eine japanische Süßspeise hier. Das nennt sich Dango. Genau, so sieht das aus. Und das ist eigentlich wie süße Knödel, aber das ist Reismehl, habe ich gerade gelesen. Sieht auf jeden Fall aber sehr, sehr lecker aus. Probieren wir mal das mal. Oh. Boah, ist ja wirklich so eine Knödelkonsistenz. Oh, richtig, richtig babsüß. Aber so babsüß, das habe ich nie was dagegen. Sieh, boah, das ist super lecker. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Karamellsoße. Und ja, ich habe jetzt 2 davon genommen. Ich habe jetzt auch gleich noch eins. Boah, da werde ich ordentlich was zu trinken brauchen danach. Aber das ist richtig lecker. Sehr gut. Hier ist übrigens das Tempel als UNESCO-Weltkulturerbe, das ich damals angesprochen habe. Gehen wir jetzt aber mal nicht rein, weil da ist schon wirklich sehr, sehr viel los. Aber so sieht es zumindest im Eingang aus. So, damit verlasse ich auch Arashiyama wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht, coole Gegend. Schon sehr touristisch, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde immer, touristisch heißt ja nicht zwingend direkt immer schlecht. Also es hat immer seine Gründe, warum. Und dieser Bambuswald, auch wenn überlaufen, war ganz cool zu sehen. Es gab viele Orte, wo man hinspazieren hätte gehen können. Also ich hätte auch noch mal eine ganz andere Richtung gehen können. Wäre scheinbar auch noch was gewesen. Und der Bereich im Fluss war auch ganz nett zum Entspannen. Genau, jetzt bin ich halt jetzt ist halt mittags, jetzt gehe ich halt wieder zurück und jetzt ist halt wirklich sehr, sehr überlaufen. Also ich glaube, es ist schon ganz gut, hier wahrscheinlich in der Früh zu kommen, so wie ich das gemacht habe. Wahrscheinlich noch einen Ticken früher als ich, wäre sogar noch besser gewesen. Aber ja, kann ich empfehlen. Ist halt auch ein bisschen was außerhalb der Stadt halt. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder zum Bahnhof zurück. Und ja, jetzt geht es wahrscheinlich zu einem anderen Tempel oder vermutlich so im Park wieder, in einem anderen Teil von der Stadt. Ich bin jetzt bei Fushimi Inari. Das ist ein bekannter Schrein in Tokio. Der ist wirklich heftig. Also das ist ein Riesenkomplex. Geht quasi auf die ganze Seite von den Berg und der Weg ist halt sehr, sehr einfach zu finden, weil du die ganze Zeit durch diese sogenannten Tori-Tore durchgehst. Gibt insgesamt 10.000 Stück auf diesem Berg und vor allem der Schrein selber finanziert sie gar nicht, sondern das werden halt von Unternehmen oder Privatpersonen gemacht. Das machen die, weil, also das soll als
Dankesgabe sein oder irgendein Wunsch wird dadurch, wollen sie halt dadurch dann erfüllen. Also deswegen, das finanziert sich halt so von sich selber. Also der Schrein selber muss da kein Geld ausgeben. Und genau, also das ist quasi den Shinto-Gott Fushimi gewidmet. Der ist der Gott, jetzt muss ich mich leider nochmal erinnern, ich glaube für die Reichs- und Landwirtschaft ist der Shinto-Gott eben. Und genau, dem wird es gewidmet. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Riesenkomplex und ich glaube, ich habe auch noch nicht mal die Hälfte hier durch und das ist trotzdem mitten in der Natur halt irgendwo auch. Und ja, sehr, sehr cool. Ich muss mich kurz korrigieren, der Shinto-Gott heißt Inari, nicht Fushimi. Es war eine 50-50-Chance und ich lag genau falsch. Und es ist der Gott von Landwirtschaft, Reis und Wohlstand. Deswegen, was lernt man daraus? Nie jemand auf YouTube vertrauen. Also, Fushimi Inari war unfassbar cool. Das ist einer der Highlights bisher auf der Reise gewesen, muss ich sagen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn du da ankommst, dann wirst du erstmal mit so einer riesigen Menschenmenge konfrontiert. Und da habe ich mir auch gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Es war zwar am Mittags, aber trotzdem, ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ob ich da so viel Spaß haben werde. Aber das liegt ja an so einem Berg. Und je weiter du hochgehst, desto weniger Menschen wird es halt. Es geht relativ schnell. Und dann ist halt super angenehm, da durchzulaufen. Und das ist schon eine kleine Wanderung, also es ist nicht so weit, aber es sind 4 Treppenstufen, muss man sagen. Aber das Coole ist, der ganze Weg geht durch diese Tore durch. Also es gibt keinen Abschnitt, wo du irgendwie gerade nicht über dir so eine Decke hast. Und das heißt, du hast halt durchgehend Schatten. Also vor allem bei so einem warmen Tag wie heute, mega gut. Und was dann auch ganz cool ist, so alle 100 Meter oder so gibt es dann immer so einen kleineren Schrein, der sich immer von den vorherigen unterscheidet. Aber also keins ist gleich. Meistens noch mit so einem kleinen Laden dazu von irgendjemand, der irgendwas ganz Cooles oder ganz nette Souvenirs verkauft. Und ja, also hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich war jetzt auch relativ lange da. Und ja, genau. Klare Empfehlung, wenn ihr nach Kyoto kommt. Geht's nach Fushimi Inari.